Wir gehen heute mit dem uns gebräuchlichsten Beschreibstoff, dem Papier, recht sorglos um. Wenn wir einen Text schreiben und wir finden einen Fehler, dann bessern wir den aus, drucken die Seite nochmals aus und werfen das Blatt weg. Wenn wir die Zeitung gelesen haben und sie nicht mehr benötigen, wird sie ebenfalls weggeworfen. Günstigstenfalls landet sie im Papiermüll und wird einer Wiederverwendung zugeführt. An Nutzungen, die früher gebräuchlich waren, denken wir üblicherweise nicht mehr. Zeitungen wurden beispielsweise zerschnitten und als WC-Papier verwendet oder man stopfte nasse Lederschuhe damit aus, um sie zu trocknen, oder breitete das Papier auf Stellagen aus, um darauf Obst für den Winter einzulagern und so weiter. Das alles ist uns fremd geworden. Fallweise wird Zeitungspapier noch als Verpackungsmaterial verwendet. Diese Nachnutzung gibt es noch immer. Das war mit dem wichtigsten Beschreibstoff des Mittelalters, dem Pergament, ganz anders. Pergament ist Tierhaut aus der Haut von Ziegen, Schafen oder Kälbern gewonnen, das in einem aufwendigen Prozess hergestellt wird. So war es also ein teurer Beschreibstoff und dementsprechend ging man sorgsam und nachhaltig damit um. Ich zeige Ihnen hier einen Bogen aus einer sehr großen Handschrift, für die man wahrscheinlich die Haut eines ganzen Tieres benötigte. Und Sie sehen, dass am Unterrand dieses Blattes erst einmal ein Stück weggeschnitten worden war, das man dann wieder ergänzte, indem man einen Streifen aus einer anderen Handschrift, ebenfalls eine Handschrift mit Notenlinie, ergänzte und diesen Streifen annähte. Andere Fehlstellen bei diesen Blättern, also etwa hier dieser Einriss, sind späteren Datums, wahrscheinlich auch diese Perforation an dieser Stelle. Der Bogen stammt aus einem Choralbuch, also einem Buch, das die liturgischen Gesänge in der Folge des Kirchenjahres enthielt. Hier etwa findet man das Cantemus Domino, eingeleitet von einer Rubrik, das man bei der Vigil zu Ostern sang. Dann hier unten kann man lesen, Super omnia ligna cedrorum, was man am Karfreitag sang. Wesentlich üblicher wäre das Singen bei der Kreuzeserhöhung im September gewesen. Uns empört es heute, dass man Bücher einfach ausband und Bögen einzeln verkaufte. Nun, das beschränkte sich nicht nur auf Pergamenthandschriften. Denken Sie nur, wie viele Stahlstiche aus Büchern man als Einzelblätter noch immer im Handel bekommt. Bei Pergamenthandschriften war das teilweise sehr krass. Es wurden teilweise nur die Initialen herausgeschnitten und einzeln verkauft oder Seiten mit Miniaturen. Es gibt Museen, die sind voll von solchen Beständen. Für einen umfangreicheren, größeren Kodex benötigte man die heute
einer ganzen Tierherde. Natürlich wurden alle Teile der Tiere verwertet, nicht nur die Haut, selbstverständlich auch das Fleisch, die Innereien, die Knochen, das Bindegewebe. Da nutzte man tatsächlich wirklich alles am Tier. Aber trotzdem, um heute für eine Handschrift zu gewinnen, benötigte man eine ganze Herde. Die Tiere mussten aufgezogen werden, sie mussten gefüttert werden, die Weideflächen, auf denen die Tiere grasten, konnten nicht für den Anbau von Feldfrüchten genutzt werden. Also insgesamt bereits das Halten und Aufziehen der Tiere war intensiv und auf lange Sicht teuer. Dann schloss sich der Prozess der Herstellung des Pergaments auf, der auch sehr zeitintensiv war. Das alles machte Pergament zu einem teuren, wertvollen Beschreibstoff. Es gab Pergament unterschiedlicher Qualität. Das Blatt oder den Bogen, den ich Ihnen schon gezeigt habe, das ist jetzt nicht unbedingt Spitzenqualität. Es ist ein wenig steif, etwas stärker, aber kein schlechtes Pergament. Wesentlich feiner ist etwa das Pergament für dieses Blatt. Das ist neuzeitliches Pergament für eine Herstellung eines Faksimiles einer Gutenberg-Bibel, die man auf Pergament druckte. Das Pergament ist einheitlicher in der Farbe, es ist dünner, es ist geschmeidiger, es lässt sich also sehr schön biegen und man spürt aber noch deutlich die Haar- und die Fleischseite. Also das ist hochwertigeres Pergament. Und es gibt Handschriften, in denen ist das Pergament derartig hochwertig, dass man, wenn man es angreift, kaum mehr die Haar- und die Fleischseite unterscheiden kann. Und auch das Bleichen und das Weißen der Oberfläche wurde so sorgfältig gemacht, dass man so Verfärbungen, wie man sie hier sieht, nicht sehen kann. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist ein Luxuspsalter, der für die französische Königin Blanche de Castille, Blanca von Kastilien, die Mutter Ludwigs des Heiligen, Ludwigs des IX. Von Frankreich, hergestellt wurde. Hier merkt man, das ist übrigens nur ein Faksimileblatt, beim Original bei vielen Seiten nicht mehr, ob es Haar oder Fleisch ist. Aber das ist natürlich ein Spitzenpergament, das man nur für Luxushandschriften einsetzte. Für eine französische Königin gerade gut genug. Bei diesem Blatt sieht man deutlich, dass unter dem arabischen Text bereits ein anderer geschrieben war, ein syrischer Text, den man zu beseitigen versuchte, indem man ihn wegschabte. Vom griechischen Wort für schaben kommt der lateinische Ausdruck palimpsestus und noch heute nennen wir Blätter oder Blattfolgen, bei denen man einen Text wegschabte, um das Pergament nochmals als Beschreibstoff nutzen zu können, Palimpsest. Mit modernen Hilfsmitteln ist es leichter geworden, manche dieser abgeschabten Texte lesen zu können, und dabei sind wertvolle Zeugen für beispielsweise frühe christliche Texte wiederentdeckt worden. Ich halte das Faksimile eines bedeutenden Zeugen des wohl bekanntesten mittelhochdeutschen Epos, des Nibelungenlieds, in Händen. Es handelt sich um die Handschrift C
aus Donaueschingen, die heute in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe verwahrt ist. Der Kodex ist nur einer von dreien aus dem 13. Jahrhundert, die uns das Nibelungenlied vollständig erhalten haben. Es muss viel mehr Handschriften mit dem Nibelungenlied gegeben haben. Allerdings kam das Nibelungenlied im 15. und 16. Jahrhundert aus der Mode. Man verstand den mittelhochdeutschen Text immer weniger. Und so führte man das Pergament dieser Kodice seiner Nachnutzung zu. Wir haben bereits eine Form der Nachnutzung kennengelernt, Palimpsest, das Überschreiben weggeschabter Blätter. Nun eine weitere. Man band die Bücher aus, schnitt die Pergamentblätter so zu, dass man sie zur Verstärkung von Einbänden verwenden konnte. Sowohl von Buchdeckeln als auch von Buchrücken. Das ist ein Beispiel aus Melk, wo man den Buchrücken mit einem Rest eines Nibelungenlieds verstärkte. Und dieser Streifen kam erst 1997 bei der Restaurierung der Sammelhandschrift aus Papier zum Vorschein. Wolfram von Eschenbach verdanken wir nicht nur das heute noch bekannte Epos Parsifal, sondern auch das mittelhochdeutsche Epos Willehalm, was heute nicht mehr so bekannt ist. Willehalm war sehr beliebt und ist in vielen Handschriften auf uns gekommen, einige sogar sehr, sehr schön illustriert. Hier zeige ich Ihnen Einbandmakulatur aus einer Willehalm-Handschrift von etwa 1270-75. Diese Handschrift muss unglaublich gewesen sein. Sie ist im sächsisch-thüringischen Raum entstanden. Darauf weist die Ähnlichkeit der Bildgebung mit dem Sachsenspiegel oder Sachsenspiegeln hin, einer Form eines Rechtsbuchs, die in diesem Raum zu verorten ist. Und die Willehalm-Handschrift muss etwa 220 oder etwas mehr Folios umfasst haben und wahrscheinlich waren darin etwa 1300 Bilder. Heute erinnern die Bilder auch ein wenig an Comics, also man sieht teilweise sogar, was sich der Held denkt oder hier etwa worüber gesprochen wird. Und hier, dass er an die schöne Königin denkt. Es ist für uns heute schwer vorstellbar, wie man auf die Idee kam, ein derartig kostbares Manuskript zu zerschneiden und die Blätter als Einbandmakulatur zu nutzen. Aber hätte man das Pergament damals, weil man die Handschrift als nicht mehr wichtig ansah, einfach vernichtet und nicht nachhaltig agiert, dann wären heute nicht einmal diese herrlichen Fragmente, die in der Bayerischen Staatsbibliothek verwahrt werden, erhalten geblieben.